Wie ich im Balkon unterwegs war, hatte ich primär 3 Probleme mit meinem Quadlock Wireless Charger und bin zum Ergebnis gekommen, dass Wireless Charging vielleicht nicht das Optimalste für Motorradreisen in warmen bzw. heißen Ländern ist, je nachdem, wie viel Fahrtwind es gibt und wie heiß die Außentemperatur ist. Mein erstes Problem war die Hitzeentwicklung von Wireless Charging. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir eigentlich, Wireless Charging ist das Coolste auf der ganzen Welt und deshalb habe ich es mir echt gewünscht und deshalb habe ich auch von meiner Freundin, danke an dieser Stelle, einen mega geilen Quadlock Wireless Charger bekommen und der hat vorher tatsächlich den Anschein gemacht, perfekt zu funktionieren. Eingebaut habe ich ihn bei der KTM. Dieses Video gibt es hier, falls es euch interessiert. Bei meinen 4 Wochen im Balkan habe ich die erste Woche wirklich sehr stark mit Problemen mit dem Laden kämpfen müssen. Und zwar, wir wissen ja schon, Kalimoto saugt mega viel Strom, deshalb habe ich Osman benutzt. Das hat auch alles super gut funktioniert. Trotzdem war mein Handy eigentlich permanent überhitzt, hat extrem Probleme mit dem Laden gemacht und ich habe mich echt nicht ausgekannt, weil vor dem Problem war ich eigentlich nie. Seitdem ich Motorrad fahre, seitdem ich das Handy davon gemountet habe, hat es einfach immer geladen und es hat eigentlich keine Probleme gemacht. Kleine Side Story, ich habe das S24 Ultra von Samsung und das scheint mit dem aktuellen Prozessor schon auch an der Tendenz, ich werde eher heiß sein. Das heißt, das Ganze wird das natürlich nochmal verstärken. Dementsprechend, das ist ein Snapdragon 9 Generation 3. Deshalb hat man quasi ein Problem, was ein anderes Problem auslöst, was ein drittes Problem auslöst. Das heißt, das Handy neigt generell schon dazu, eher auf der wärmeren Seite zu sein. Der induktionsbasierte Charger, Wireless Charger, der generiert einfach Hitze beim Laden. Also das ist echt abartig. Ihr müsst mal den Quadlock Charger auf der Rückseite anschauen. Der hat echt so Lamellen quasi, einfach wie ein CPU-Kühler oder wie andere technische Geräte, die einfach hier Wärme abgeben oder auch einfach Scheibenbremsen oder Bremssättel bei Mountainbikes. Wenn ihr die angreift, sind die einfach extrem heiß. Also wirklich der Wahnsinn. Dementsprechend, das ganze Handy hitzt sich extrem auf. Also wirklich die ganze Hülle, der ganze Frame quasi von oben bis unten wird extrem heiß. Und dann hast du die Folgereaktion. Durch die extreme Hitze wird die Ladeleistung von modernen Handys runterreguliert. Das heißt, es lädt tatsächlich schlechter und worst case natürlich noch, es wird auch die Helligkeit runtergeregelt wegen zu viel Hitze und dementsprechend siehst du auch weniger beim Fahren. Also einfach wirklich eine Kettenreaktion, worst case Szenarios. Ich war in einem Motorradgeschäft, weil ich tatsächlich eine neue Hose gebraucht habe, wie ich in Griechenland unterwegs war, und Motorrad, Link gerne in der Videobeschreibung, wirklich geil. Wenn ihr Ausrüstung braucht in Griechenland, ist das, glaube ich, ein Anlaufpunkt, wenn ihr außerhalb von Athen seid, eher an der Westküste. Der hat mir einfach gesagt, yo, er wird auf keinen Fall Wireless Charger empfehlen, weil ich ein bisschen einfach so Smalltalk mit ihm gehabt und habe gesagt, verdammt, ich lade jetzt einfach mit Kabel, weil Wireless Charger hat bei mir noch Probleme gemacht. Er hat gesagt, ja, er empfiehlt keinen Wireless Charger in Griechenland, weil es mit der Hitze dort einfach absolut nicht zusammenpasst, weil Wireless Charging einfach Hitze produziert. Das heißt, man kann es auch googeln, es produziert wirklich Hitze und es ist eigentlich ein bekanntes Problem. Und es ist echt interessant, dass ich darüber eigentlich noch nie was gelesen habe. Mein zweites Problem ist tatsächlich die Ladeleistung. Und ja, da habe ich mich echt ein bisschen eingelesen. Und zwar, der Quadlock Charger unterstützt maximal 10 Watt. Okay, keine Relation von meiner Seite zwischen Watt und Milliampere-Stunden. Ich weiß nicht mal, ob man das umrechnen kann. Samsung allgemein unterstützt 45 Watt, was echt eine ziemliche Menge ist im Verhältnis zu 10. Aber das heißt schon mal, du hast den Quadlock Wireless Charger und egal wie viel Mühe es sich der gibt, der kann nicht so viel reinputten, wie das Handy unterstützt. Führt aber trotzdem schon zur Überhitzung, also auf jeden Fall mäßig. 10 Watt, I don't know. Aber was ich praktisch da draußen festgestellt habe, in sehr vielen Szenarien entlädt mein Handy. Und das hat bestimmt auch Probleme wie Kalimoto, saugt das Handy leer und das Handy überhitzt, verursacht. Bin mir noch nicht sicher, wie das zusammenhängt. Bei Kalimoto wird mein Handy sowieso immer extrem heiß und es saugt extrem viel Strom. Das haben auch unendlich viele Leute in den Kommentaren bestätigt, dass einfach Kalimoto ein wenig mau ist. Ja, es scheint hier auch einen extremen Unterschied zwischen Android und iOS zu geben. iOS stabil, Android eher ein bisschen mau. Leider ein Problem, das da draußen öfter existiert. Aber zurück zum Thema. In der Praxis lädt bei mir das Handy bestenfalls, wenn ich nicht Kalimoto benutze, kein Witz, mit Plus, deshalb sage ich extra Plus, weil sonst geht es auch gerne ins Minus, 200 bis 600
Milliampere-Stunden. Das heißt, mein Handy hat 5000 Milliampere-Stunden als Akku. Das heißt, Best Case lädt es 8 Stunden, bis es voll ist. Worst Case lädt es irgendwie über 20 Stunden, bis es voll ist. Das hängt natürlich viel damit zusammen, wie hell ist die Displayhelligkeit, welche Programme laufen und was kommt überall dabei raus. Das heißt, wenn ich ganz normal per Google Maps fahre und ganz normal von der Kühlleistung, was auch immer da Fahrtwind draufkommt und die Außentemperatur vielleicht 20 Grad ist, dann lädt mein Handy pro Stunde mit dem Wireless Charger 10%. Eher so 8, aber wir sind mal gnädig und sagen 10%. Ich finde, das ist zu wenig. Für meine Use Cases ist es auf jeden Fall zu wenig. Ich benutze das Handy quasi permanent, um Fotos zu machen. Ich benutze das Handy auch, um Videos zu machen. Dementsprechend, wenn ich einfach mal eine halbe Stunde oder Stunde Pause mache und wenn du jetzt so eine App wie Kalimoto noch laufen hättest und einfach es laufen lässt, weil Kalimoto ist ja so geil, auch wenn du den Trip pausierst, ist weiterhin GPS aktiv und dein Handy wird heiß. Dementsprechend, das haben sie auch nicht absolut brillant umgesetzt. Das heißt, dein Handy saugt weiterhin enorm viel Strom, obwohl du deine Tour pausiert hast. Das heißt für mich, im Hintergrund offen lassen, weil du lässt ja dann weiterhin am Handy offen. Das zieht dir den Akku leer. Das heißt, wenn du einfach mal eine Stunde Pause machst oder so, hast du einfach 20% Akku verloren und das kriegst du halt nicht wieder rein. Und das endet dann darin, dass du den ganzen Tag Moped fährst und am Abend den leeren Akku hast mit Wireless Charger. Wirklich eine Problemstellung, die mich auch erwischt hat und hat mich extrem genervt. Der dritte Punkt, der tatsächlich auch Probleme verursacht, ist für mich quasi der Einbau, weil wenn ich schon den Wireless Charger habe, dann möchte ich den halt so verbaut haben, dass das Ganze wind- und wetterfest ist, weil auch das Werbeversprechen ist und das hält ja auch, er lädt auch bei Regen, er lädt unter allen Bedingungen, dann wäre er auch optimal gekühlt auf jeden Fall. Das heißt, du hast meistens eigentlich irgendwie eine Verkabelung mit der Motorelektronik und das ist immer auch ein bisschen Aufwand oder es kostet natürlich Geld. Das sind meine Erfahrungen zu Wireless Charging, Theorie und Praxis. Ich finde, in der Theorie hört sich das mega geil an. Unser wetterfester Wireless Charger ist jetzt im Auto verbaut worden. Ja, ist dort praktisch, aber kein Witz. Auch bei klimatisierten 22 Grad überhitzt mein Handy, beziehungsweise wird das Handy extrem heiß und der Wireless Charger extrem heiß. Also es fühlt sich ungeil an und es lädt unzureichend. Das heißt, ich habe als Backup einfach 2 USB-C auf USB-C-Kabel ins Auto gelegt, falls du mal wirklich laden möchtest, dass du einfach das Kabel anstecken kannst und dann lädst du hier mit, I don't know, 100 Watt, würde ich mal sagen, 80, 90 auf jeden Fall. Und das Ding ist in einer Stunde 20 voll. Mega. Und du kannst auf jeden Fall in einer halben Stunde mal 30-40% Akku reinblasen, wie man es ja eigentlich gewohnt ist und wie man sich ja eigentlich freut. Ich persönlich würde sagen, Wireless Charging ist eine geile Sache, vielleicht am Arbeitstisch, vielleicht am Nachtkästchen, dass du in der Nacht das Teil einfach hinlegst, brauchst kein Kabel anstecken, ist geil, in der Früh nimmst du es. Ja, mega, mega der Hit. Vielleicht auch, wenn du so Kopfhörer hast und du kannst es da einfach irgendwie beim Spiegel oder wenn du reinkommst bei deiner Haustür irgendwo hinstellen und dann legst du deine Kopfhörer drauf und es lädt, das ist geil. Das selber natürlich auch mit dem Handy, aber genau für den Use Case Motorradfahren würde ich es persönlich so nicht mehr empfehlen, weil es anders besser geht. Du musst zwar jedes Mal ein Kabel anstecken und ja, das kann nerven, aber es lädt richtig, wenn es lädt. Das war's. Wieder mal ein wenig Lebenserfahrung, die ich froh bin, mit euch teilen zu können. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen ja auch ein paar Infos geliefert, die er bisher nicht auf dem Schirm gehabt hat, weil ich habe das absolut gar nicht auf den Schirm gehabt. Aber ich würde deshalb sagen, Faktencheck 2024 noch unausreichend. Vor allem die Hitzeentwicklung killt alles als Kettenreaktion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like und Abo lassen, auf keinen Fall vergessen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.